Frage Nummer 131. In Deutschland ist ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, der Leiter, die Leiterin einer Schule, der Chef, die Chefin einer Bank, das Oberhaupt einer Gemeinde, die Vorsitzende einer Partei. Die Lösung ist das Oberhaupt einer Gemeinde. Frage Nummer 132. Viele Menschen in Deutschland arbeiten in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Was bedeutet das? Sie arbeiten als Soldaten, Soldatinnen. Sie arbeiten freiwillig und unbezahlt in Vereinen und Verbänden. Sie arbeiten in der Bundesregierung. Sie arbeiten in einem Krankenhaus und verdienen dabei Geld. Die Lösung ist, sie arbeiten freiwillig und unbezahlt in Vereinen und Verbänden. Frage Nummer 133. Was ist bei Bundestags- und Landtagswahlen in Deutschland erlaubt? Der Ehemann wählt für seine Frau mit. Man kann durch Briefwahl seine Stimme abgeben. Man kann am Wahltag telefonisch seine Stimme abgeben. Kinder ab dem Alter von 14 Jahren dürfen wählen. Die Lösung ist, man kann durch Briefwahl seine Stimme abgeben. Frage Nummer 134. Man will die Buslinie abschaffen, mit der Sie immer zur Arbeit fahren. Was können Sie machen, um die Buslinie zu erhalten? Ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder gründe selber eine Initiative. Ich werde Mitglied in einem Sportverein und trainiere Radfahren. Ich wende mich an das Finanzamt, weil ich als Steuerzahler, Steuerzahlerin ein Recht auf die Buslinie habe. Ich schreibe einen Brief an das Forstamt der Gemeinde. Die Lösung ist, ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder gründe selber eine Initiative. Frage Nummer 135. Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland? Große Unternehmen, kleine Unternehmen, Selbstständige, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Die Lösung ist Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Frage Nummer 136. Sie gehen in Deutschland zum Arbeitsgericht bei falscher Nebenkostenabrechnung, ungerechtfertigter Kündigung durch Ihren Chef, Ihre Chefin, Problemen mit den Nachbarinnen, Schwierigkeiten nach einem Verkehrsunfall. Die Lösung ist ungerechtfertigter Kündigung durch Ihren Chef, Ihre Chefin. Frage Nummer 137. Welches Gericht ist in Deutschland bei Konflikten in der Arbeitswelt zuständig? Das Familiengericht, das Strafgericht, das Arbeitsgericht, das Amtsgericht. Die Lösung ist das Arbeitsgericht. Frage Nummer 138. Was kann ich in Deutschland machen, wenn mir mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin zu Unrecht gekündigt hat? Weiterarbeiten und freundlich zum Chef, zur Chefin sein, ein Mahnverfahren gegen den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin führen, Kündigungsschutzklage erheben, den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin bei der Polizei anzeigen. Die Lösung ist Kündigungsschutzklage erheben. Frage Nummer 139. Wann kommt es in Deutschland zu einem Prozess vor Gericht, wenn jemand zu einer anderen Religion übertritt,
eine Straftat begangen hat und angeklagt wird, eine andere Meinung als die der Regierung vertritt, sein Auto falsch geparkt hat und es abgeschleppt wird. Die Lösung ist, eine Straftat begangen hat und angeklagt wird. Frage Nummer 140. Was macht ein Schöffe, eine Schöffin in Deutschland? Er, sie entscheidet mit Richtern, Richterinnen über Schuld und Strafe, gibt Bürger, Bürgerinnen rechtlichen Rat, stellt Urkunden aus, verteidigt den Angeklagten, die Angeklagte. Die Lösung ist, entscheidet mit Richtern, Richterinnen über Schuld und Strafe.